Stell dir folgendes traumatisches Szenario vor. Dein Sohn wird angeschossen. Nach monatelangem Todeskampf stirbt er in deinen Armen. Kurze Zeit später wird bei dir ein bösartiger Krebs diagnostiziert, obwohl du dein ganzes bisheriges Leben kerngesund warst. Würdest du einen Zusammenhang vermuten? Dieser Mann war ein deutscher Facharzt für Innere Medizin. Er erlebte einen schrecklichen Schicksalsschlag, als sein Sohn angeschossen wurde und nach monatelangem Todeskampf seinen Verletzungen erlag. Wenige Wochen später wurde bei ihm Hodenkrebs diagnostiziert und therapiert. Er glaubte nicht, dass es sich um zwei voneinander unabhängige Schicksalsschläge handelte. Er hatte die Vermutung, dass sein Schockerlebnis der tödlichen Verwundung seines Sohnes mit seiner anschließenden Krebserkrankung in Zusammenhang steht. Besonders da auch seine bis dahin völlig gesunde Frau in dieser schweren Zeit ebenfalls eine Krebserkrankung entwickelte. Aufgrund seiner Arbeit als Arzt in einer Münchner Krebsklinik war er in der Lage, hunderte anderer Krebspatienten zu befragen, die seine Vermutung bestätigten. Aus Hunderten wurden zigtausende untersuchte Fälle, die zu der Entdeckung von 5 biologischen Naturgesetzen führten, die seiner von ihm sogenannten neuen Medizin zugrunde liegen. Diese liefern einen völlig neuen Ansatz zur Erklärung für das Wie und das Warum von Krankheit, also wie es im Organismus zu Veränderungen kommt, wie diese verlaufen und welchen Zweck sie verfolgen. Anfangs dachte er, dass sich die Gesetzmäßigkeiten nur auf Krebserkrankungen beziehen würden. Mit der Zeit erkannte er aber, dass sich tatsächlich der Großteil aller Krankheiten und Symptome hiermit ursächlich verstehen lassen. Und nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren. Bevor wir uns dieser Entdeckung in den nächsten Teilen zuwenden, ist es vorher wichtig, die weitere Geschichte dieses Arztes ansatzweise zu kennen. Die Verbreitung seiner Entdeckung war von Anfang an mit dem Tod seines Sohnes verbunden. Er wurde im Urlaub ausgerechnet vom Erben eines Monarchen angeschossen, sodass dessen Familie den Skandal mit allen Mitteln zu vertuschen versuchte. Rufmord über die Medien, Bestechung, Erpressung, Morddrohungen. Trotz allem forschte er fieberhaft an seiner Entdeckung und trat bald an seine Arztkollegen und die Universität heran, schien es sich hierbei doch um eine Entdeckung unvorstellbaren Ausmaßes zu handeln. Doch so einfühlsam und verständnisvoll er mit seinen Patienten reden konnte, so verhängnisvoll kommunizierte er seine Entdeckung nach außen, wodurch er sich viele Feinde machte. So warf man ihm bald vor, dass er nicht nur eine völlig isolierte Theorie in den Raum gestellt hätte, sondern dass er auch die Regeln der Wissenschaftlichkeit ignoriert und massive Formfehler begangen hätte. Dadurch erntete er statt Begeisterung oder Interesse nur Spott, Ablehnung und eine fristlose Entlassung. Eine von ihm gewünschte und beantragte öffentliche Überprüfung seiner Entdeckung vor einem wissenschaftlichen Gremium wurde aufgrund der nun folgenden jahrzehntelangen beidseitigen Misskommunikation nie durchgeführt. Lediglich im kleineren Rahmen gab es einige Bestätigungen seiner Entdeckung von verschiedenen Ärztegruppen und Kliniken. Auf der anderen Seite ist der ablehnende Umgang mit neuen Entdeckungen in der Geschichte keine Seltenheit, wenn die Grundannahmen einer Wissenschaft in Frage gestellt werden und ein sogenannter Paradigmenwechsel eintritt. Die ungeprüfte, gewaltige Ablehnung der neuen Entdeckungen von Seiten der wissenschaftlichen Oberschicht wird als Semmelweis-Reflex bezeichnet. So stellte Ignaz Semmelweis, ein ungarischer Arzt, Chirurg und Geburtshelfer im 19. Jahrhundert, die mittelalterliche Grundannahme in Frage, dass Hygiene keinerlei Einfluss auf den Verlauf von Krankheiten, Operationen und Geburten habe. Obwohl er seine neuen Erkenntnisse wissenschaftlich eindeutig bewies und er es schaffte, durch Anwendung von leicht durchführbaren Hygienemaßnahmen die Geburtensterblichkeit seiner Patientinnen von über 12% auf unter 2% zu senken, wurden seine Erkenntnisse von den meisten damaligen Ärzten und Wissenschaftlern unüberprüft als Unfug abgelehnt. Auch hier mit der Folge, dass noch abertausende Menschen sterben mussten, bevor seine Entdeckung anerkannt und angewendet wurde. Er selber wurde sogar von Kollegen als Verrückter in die Psychiatrie eingeliefert und verstarb dort nach nur 2 Wochen Aufenthalt. Warum dieser Exkurs? Auch bei der Ablehnung der hier vorgestellten Entdeckungen handelt es sich scheinbar um solch einen Semmelweis-Reflex, nur ist das Ausmaß noch weitaus gravierender. Der Name des Arztes, von dem wir hier sprechen, ist Dr. Hamer. Als er in den öffentlichen Medien immer stärker diffamiert wurde, begann das Unheil seinen Lauf zu nehmen. Ihm wurde im Rahmen dieser Abwärtsspirale die Zulassung als Arzt entzogen, er kam ins Gefängnis, verkündete immer destruktivere Hypothesen, wurde von der Öffentlichkeit schließlich als Verrückter wahrgenommen und ist zuletzt ins Exil gegangen. Das schlechte Image Dr. Hamers hat heutzutage leider zur Folge,
dass für die Öffentlichkeit auch alle Therapeuten und Ärzte, die nach der neuen Medizin Dr. Hamers behandeln, verrückte Spinner sein müssen, selbst wenn sie nur seinen entdeckten 5 biologischen Naturgesetzen zustimmen und nicht seinen sonstigen persönlichen und privaten Ansichten. Die schrecklichen Erlebnisse haben bei Dr. Hamer Spuren hinterlassen, und so ist es wiederum nachvollziehbar, dass sich sein Weltbild und seine Art, dies zu kommunizieren, im Laufe der Jahre auf eine Art verändert hat, die die Verbreitung seiner genialen Entdeckungen von vor über 30 Jahren stark erschwert. Denn auch wenn ein Mensch an der Entdeckung grundsätzlich interessiert ist, wendet er sich häufig abgeschreckt vom Thema ab, sobald er Dr. Hamers politische und weltanschauliche Äußerungen hört. Diese klingen für viele Menschen verschwörerisch oder verrückt, können aber natürlich, unabhängig von deren Wahrheitsgehalt, ursächlich verstanden und nachempfunden werden, wenn man sich mit seiner unfassbaren Lebensgeschichte näher beschäftigt. Und abgesehen davon, den Gesetzmäßigkeiten, die durch Dr. Hamer entdeckt wurden, ist völlig egal, wer sie entdeckt hat. Sie gelten in jedem Falle. Egal, ob eine Entdeckung durch Professor Schmitz oder Sophie Meyer gemacht wird, ob der Entdecker seine Frau betrügt oder heimlich in der Nase bohrt, es spielt für die Entdeckung schlichtweg keine Rolle. Am einfachsten ist es also für den Einstieg, sich ausschließlich mit der Entdeckung Dr. Hamers, den 5 biologischen Naturgesetzen der neuen Medizin, abgekürzt 5BN, zu beschäftigen, was wir im Folgenden ausschließlich tun werden. Denn diese kann jeder mit überschaubarem Aufwand selber überprüfen, die sonstigen fragwürdigen Aussagen Dr. Hamers hingegen nur ansatzweise und mit riesigem Aufwand.